Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei meiner Weihnachtsbäckerei wieder mit dabei seid. Ich habe für euch heute so tolle und leckere Plätzchen und zwar machen wir Nutella-Plätzchen. Viel Spaß! Für ungefähr 35 Stück brauchen wir 200 Gramm kalte Butter, 100 Gramm Puderzucker, ein Ei der Größe M, dann hatte ich einen Teelöffel Vanillepaste, 50 Gramm gemahlene Mandeln oder Haselnüsse, 400 Gramm Mehl, einen Teelöffel Backpulver, 3 Esslöffel Sahne, 200 Gramm Nutella, 100 Gramm Kuchenglasur und 50 Gramm Haselnusskrokant. Los geht's. Für den Teig geben wir das Mehl, den Puderzucker, die Mandeln. Ihr könnt übrigens auch Haselnüsse benutzen, also gemahlene Haselnüsse. Dann die Butter, die soll richtig schön kalt sein, in eine Schüssel. Und da kommt dann noch das Ei mit hinein, das Backpulver. Und dann, ich nehme mal so einen Teelöffel voll Vanillepaste oder ein Päckchen Vanillezucker, je nachdem, was ihr gerne benutzt. Das Ganze wird jetzt erstmal kurz verknetet. Wenn die Butter schon ein bisschen eingearbeitet ist, kommt dann die Sahne dazu. Also wirklich nicht mehr als 3 Esslöffel Sahne mit hineingeben. Und dann darf der Teig so lange kneten, bis er richtig schön fest ist. Ihr könnt es übrigens auch mit der Hand kneten. Ihr braucht dazu nicht unbedingt eine Küchenmaschine. So sah er dann bei mir aus. Wenn ich die Küchenmaschine benutze zum Kneten, knete ich meinen Teig trotzdem nochmal mit der Hand durch. Ich finde, da wird er dann etwas geschmeidiger. Also einfach Mehl auf eine saubere Arbeitsfläche geben und dann nochmal kurz durchkneten mit der Hand, so dass er halt ein richtig schöner, glatter Teig wird. Der darf jetzt in den Kühlschrank. Ich gebe ihn immer in Frischhaltefolie oder in eine Box und das sollte er 2 Stunden kühlen. Dann braucht ihr einen Ring. Ich habe hier einen Dessertring gehabt und ihr habt ja gesehen, die Kekse haben in der Mitte ein Loch. Und dann nehme ich immer unheimlich gern die Spritztüllchen. Die haben so unterschiedliche Öffnungen und da ist immer irgendwie eine Größe dabei, die passt. Und in der Infobox steht die genaue Größe der beiden Löcher. Ja, los geht's. Den Teig habe ich jetzt auf 5 mm ausgerollt und da steche ich jetzt erstmal Kreise aus. Dicker würde ich den Teig nicht ausrollen, sonst werden die Kekse extrem hoch. Ihr könnt auch zum Ausstechen ein Glas nehmen. Dann brauche ich für einen Keks, braucht ihr 2 Plätzchen. Einen runden und dann ja nochmal einen runden, der aber in der Mitte nochmal ein Loch hat. Und ich habe das gesehen, wie ich es gemacht habe. Versucht genau es in der Mitte anzulegen, die Spritztülle. Oder vielleicht habt ihr sogar passende Ausstecher. Ich habe viel, aber das habe ich irgendwie nicht. Und dann einfach in der Mitte nochmal ein Loch stechen. Dann aufs Backpapier legen, ein bisschen Platz lassen und dann bei 170 Grad Ober- und Unterhitze für maximal 8 Minuten backen und dann komplett auskühlen lassen. Hier seht ihr es, ich habe sie schon getrennt. Das sind die Plätzchen mit den Löchern und die ganzen. Dann müsst ihr eure Kuchenglasur schmelzen, so wie es auf der Packungsanleitung steht. Ich habe es in einen kleinen Spritzbeutel gefüllt. Vorne die Spitze ein klein wenig abgeschnitten. Ihr könnt aber auch einen Gefrierbeutel nehmen, da geht es genauso. Und dann habe ich bei den runden Kreisen mit den Löchern die Hälfte so Streifen gespritzt, so wie ihr es hier jetzt seht. Einfach so nauf, runter spritzen. Und dann auch schon gleich den Krokant drauf verteilen, bevor es halt eben fest wird, weil sonst halten die nicht mehr. Übrigens könnt ihr auch statt Krokant Haselnusskerne nehmen oder Schokolade. Also könnt ihr machen, was ihr wollt. Da ich großzügig gespritzt habe, steht am Rand etwas weg. Das kann man einfach abbrechen, so wie ihr es hier seht. Und dann dürfen die komplett trocknen. Also die müssen definitiv trocken werden. Dann habe ich hier meine Nutella, unbezahlte Werbung übrigens. Das habe ich selbst gekauft, ist kein Werbeauftrag. Die habe ich ein klein wenig warm gemacht, damit sie sich einfach besser verstreichen lässt. Wer mag, kann sie ebenfalls in einen Spritzbeutel geben. Es geht aber auch mit dem Löffel und ich habe es mit dem Löffel gemacht. Und zwar einfach so gut einen Teelöffel, vielleicht auch ein bisschen mehr, je nachdem, wie viel ihr da drauf haben wollt. Einfach draufgeben und verstreichen. Achtet aber bitte darauf, dass ihr den Rand frei lässt, weil es kommt da oben drauf nochmal ein Keks und dann quetscht es so nach außen und dann sieht das Ganze nicht mehr schön aus. Also schön gleichmäßig verstreichen. Einen Keks mit Loch holen und oben drauf drücken. Und dann ist mein
schöner Nutella-Keks auch schon fertig. Bevor ihr sie verzehrt, lasst sie nochmal so 2 Stunden einfach ruhen, sodass die Schokolade, die war ja jetzt recht warm und weich, dass die halt ein bisschen fester wird. Diese Plätzchen sind ungefähr so 1 bis 2 Wochen haltbar, können auch länger haltbar sein, je nachdem, wie ihr sie lagert. Also das kann ich nicht wirklich beeinflussen. Bei mir halten sie sowieso keine Woche, weil sie vorher aufgegessen worden sind. Aber ich würde sagen, so 1 bis 2 Wochen auf jeden Fall, weil es ein Mürbteig ist und eine Haselnusscreme, da ziemlich viel Zucker drin ist und Zucker macht ja haltbar. Ja, das war's dann auch von mir. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Bitte bleibt gesund, passt auf euch auf und bis demnächst. Tschüss.